evacuate immediately. A transport for heavy machinery is needed from lobby to 286 Daisy Park. Madoka, was ist los? Entwarnung. Das ist nur ein Haufen Ungeziefer. Das sind keine Kane. Du hast nur wieder einen Koller bei der Berührung bekommen. Tut mir leid. Bitte nehmt eure Waffen runter. Es macht mir Angst, wenn sie auf mein Gesicht zielen. Oh nein, sie sind jetzt sogar schon hier. Madoka, zur Seite! Danke, ihr habt mich gerettet vor diesen bizarren Dingern. Sind wir noch nicht los? Madoka! Wie habt ihr das geplant? Ihr habt doch gar nichts gesagt. Die Handzeichen. Das ist ein Geheimcode des Instituts. So können wir uns ohne Reden schnell absprechen. Mist, wir haben keine Zeit. Es existiert ja aber ein Computerraum mit einem Aufzug. Wenn ich mein Passwort nutze, können wir mit dem Aufzug aus dem abgesperrten Bereich kommen und fast direkt zum Besprechungsraum kommen. Oh, mein Magen. Oh nein, kann sein, dass das Feld der Kane dir auf den Körper geschlagen ist. Setz dich auf die Krankentrage, ich habe Notfallmedizin dabei. Dringende Durchsagecode NDC 5329-533 IFF wegen der Seuchengefahr müssen alle Personen, die ENF43 DGH aufsuchen, an Dekontaminationsart zur Entfernung von Keimpartikeln nehmen. Der Order ist augenblicklich Folge zu leisten.
Auf den Bildschirmen sehen Sie die bisher von unseren Ermittlern gefundenen Daten über die Kyoto Magnetic Anomaly Entität, auch Kane genannt. Wir müssen einen Weg finden, sie irgendwie aus der Stadt zu locken oder zu zerstören. Keine Panik, Karala. Irgendwie werden wir schon was finden. Madoka, warte mal! Siehst du hier den Teil des Magnetfeldes der Kane? Der ist extrem seltsam. Ja, du hast recht, Karala. Hätte ich dir zwar nicht zugetraut, aber es ist so. Die Magnetfelder haben teilweise Ähnlichkeiten mit den Theta-Wellen des menschlichen Gehirns. Seltsam. Interessant, vielleicht können wir irgendein Signal als eine Art Gegenwelle einwenden und dies als aversiv nutzen, um diese Kane wegzuscheuchen. Wir müssen das aber vorher testen. Ich starte eine Simulation auf unserem Zentralcomputer und schalte noch den RSR-Algorithmus hinzu. Computer, startet das Programm. Was du da siehst, kann in den wenigen Stunden das Ende bereiten. Du hast bestimmt von der Säuberung gehört. Keiner von den Bewohnern der Stadt, die jetzt vor Ort sind, wird das überleben. Familien, Existenzen, Wünsche, Leistungen, alles wird mit einem Schlag ausreichen, dass diese Stadt werden kann. Oh mein Gott! Das bedeutet, wenn wir versagen, stirbt auch Madoka? Ja, und selbst die stärksten Bauern haben bei einem Schachmatt verloren. Und wir stehen kurz vor dem Schachmatt. Kann es vielleicht sein, dass du nur wegen Madoka wiedergekommen bist? Madokas dauert ja noch, bis wir da sind. Und wir haben uns heute noch nicht gesprochen. Ich weiß ja auch, Gespräche liegen wir nicht besonders, sofern es nicht um das Fachliche geht. Aber wie war denn dein Tag? Naja, es ist nichts Wichtiges passiert. Ich konnte meine Arbeit im Algorithmus nicht fortsetzen. Macht nichts. Arbeit ist ja nicht alles. Ach ja, du hast ja heute Karala getroffen. Ehrlich gesagt finde ich es irgendwie komisch, dass ihr euch ausgerechnet getroffen habt, als Karala abgehauen war. Aber naja, was denkst du denn über sie? Ich weiß, sie verhält sich irgendwie ziemlich irrational und dämlich. Aber ich bin halt froh, dass ihr sie nicht gleich rausgeschmissen habt, obwohl sie ja quasi desertiert war. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob es das ist. Aber ich habe endlich mal jemanden gefunden, der mir auch wirklich zuhört und nicht gleich von mir genervt ist. Naja, entschuldige bitte. Ich habe dir oft gesagt, ich verstehe vieles von deinen Interessen. Ich bin Computerlinguistin, deshalb komme ich bei den Themen wie der Chomsky-Hierarchie relativ gut mit. Kann ich auch nicht immer folgen, wenn du mir detailliert den Schaltzustand jedes einzelnen Logistikgatters erklärst. Und selbst Sabo braucht mal Feierabend. Naja, das ist nicht das Hauptproblem dabei. Die meisten Frauen in meinem Alter, die ich kenne, mögen mich nicht. Die halten mich für eine arrogante Streberin. Lass dir von den Tussen nichts einreden und lass dir von denen nicht alles gefallen. Ich kenne solche Leute auch. Während die nur an Party machen und Jungs denken, bist du später bestimmt eine berühmte Wissenschaftlerin. Es sind auch nicht alle so. Mit dieser
Mit dieser Shio Tsukiwa kommst du eigentlich ganz gut zurecht und sie hat dich auch zu ihrem Computerclub aufgenommen. Irgendwie ist Karala aber die erste, bei der es nicht so oberflächlich bleibt. Sie ist die erste, mit der ich mich richtig verstehe. Irgendwie mag ich sie auch sehr. Ich weiß, das hört sich jetzt ziemlich albern an. So albern ist das aber gar nicht. Ihr habt auch irgendwie viel gemeinsam. Jedenfalls ist das mein Eindruck. Im Gegensatz zu dir macht mir Karala aber Sorgen. Du hattest Unterstützung, dich zu entwickeln. Du konntest sogar viele deiner Probleme irgendwie zu persönlichen Chancen machen. Karala ist leider nicht so gefestigt im Denken und im Willen. Ihre existenzielle Verzweiflung hindert sie leider stark im Leben. Das macht mir irgendwie Sorge. Ich verzweifle, ob sie für den Job geeignet ist. Wir sind nun bereit für die Operation. Wir können den Kane durch ein bestimmtes Signal für eine halbe Stunde herlocken. Dadurch werden die Voraussetzungen für die Operation geschaffen. Allerdings braucht die Operation einen Menschen, der mit dem Alien interagiert und auch im richtigen Moment die Falle auslöst, die den Kane aus der Stadt jagt. Ich sollte den Lockvogel spielen. Kommt nicht in Frage. Auf der Treppe bist du in Kontakt mit dem EM-Feld der Kreatur gekommen. Es wird dank der Tabletten keine Langzeitauswirkungen haben, aber es ist unverantwortlich, dich direkt weiteren Kontakten auszusetzen. Ich bin ja aber die Person mit dem größten Cyborgisierungsgrad, deshalb kann ich größere Strahlungsmengen aushalten. Deshalb ist es nur besser, wenn ich der Köder bin. Denk daran, ich wurde heute mehrmals angegriffen und habe es sogar ohne große Probleme überstanden. Hila-sama, ich bitte Sie, überlegen Sie doch mal. Ich wäre wirklich die beste Lösung. Ich bin absolut unbedeutend und unwichtig. Um mich wäre es nicht tragisch, wenn etwas passieren würde. Stopp! Hör auf so zu denken! Würden wir dich für eine Last halten, hätten wir uns die Mühe gemacht, dich zu suchen? Wir haben echt Besseres zu tun. Also rede jetzt keinen Mist. Wir können und werden dich nicht in unnötige Gefahr bringen. Wie fühlst du dich? Das ist eine sehr große Bürde für dich. Versuche nicht so viel darüber nachzudenken und bewundere die Atmosphäre. Beängstigend, so kurz vor dem möglichen Untergang und trotzdem ein Augenblick der Ruhe vor dem sprichwörtlichen Sturm. Mir gefällt das wohl, aber denk dran, Bauern können zwar von der Dame beschützt werden, aber wenn der König das Brett verlässt, ist es aus. Sie haben es geschafft. Laut Messungen des Satellitennetzwerks sind keine Kane-Zeichen mehr in der Stadt registriert. Die Dekontaminationsorder wurde aufgehoben. Die Stadt ist gerettet. Vorerst gerettet. Dann, Karala, dass wir jetzt hier sitzen, haben wir alles dir und deiner Entdeckung zu verdanken. Ich weiß, es war hart für dich, aber du hast Großartiges geleistet.
Die keine verschwanden. Die Stadt schien sicher zu sein. Das Mysterium existierte allerdings weiter, irgendwo. Das Rätsel ist noch nicht gelöst. Nur ein kleiner Teil konnte entschlüsselt werden. Das Chaos und die Verwirrung konnten nicht weggewischt werden. Jeder Versuch, die Verwirrung zu beenden, führte nur zur persönlichen Infektion mit ihr. Die Eindrücke des Menschen vom Universum sind klein und dünn. Die Verwirrung ist groß. Ihr Reich endet nie. Alles folgt einem Muster. Jedes Muster ist durch Mathematik bestimmt. Alles ist Zahl. Die Zahl beherrscht das Universum. Die Räder der Geschichte drehten sich unaufhaltsam weiter. Jeder bewegt sich auf ihnen, wie ein Blatt auf einem Fluss. Ist unser Leben wirklich wie ein Fluss? Haben wir keine andere Wahl, als dem Flussbett zu folgen? Wer hat diesen Fluss erschaffen, der uns in eine bestimmte Richtung zwingt? Wird der Fluss irgendwann enden? Ihr Reich endet nie.